Homie, roll that kush, blow that homie, don't stop that, the popo on me, punch shit out the window, see it. Well, that's a cool accomplishment. I'm on the other side, on the other globe, in the conference. That shit, I'm too though. Pretty nigga, my juice go. Pinky ring and my tooth go. Yo, main bitch is my new hoe. Boss nigga like you. So, dann sehen wir hier dieser linke ist für die Master Volume, der rechte ist für den File Search, das steht hier. Da hat man lange suchen müssen, bis man drauf kommt, für was ist, beziehungsweise wo der Lautstärkeregler ist. Ziemlich kompliziert das Gerät, was ich sehr billig finde, vor allem sind hier diese Equalizer-Regler, denn die kann man durchgehend regeln. Natürlich sieht man hier jetzt die Anzeige, was sich dabei ändert, aber es bleibt nicht stecken, man kann es durchdrehen. Finde ich ein bisschen zu billig und vor allem die Schalter, die wackeln meiner Meinung nach zu viel. Und das läuft natürlich mit allen anderen Equalizer-Einstellungen genauso. Dann haben wir den Horntweeter und hier jetzt ca. einen 8 Zoll Subwoofer bzw. Mitteltöner eher meiner Meinung nach. Hier unten die Bassreflexrohre. So, jetzt machen wir einen kurzen Test mit diesem Lied hier. Mal kurz einen Soundcheck und drehen wir voll auf. So, das war jetzt ein kurzer Test, dass sich sonst die Leute aufregen. Nochmal hinzugesagt, wann diese Equalizer-Einstellung auf Standard. Unterschied, wenn man ihn verstellt, müssen wir kurz warten, bis der Bass kommt. Und schon machen wir kurz lauter und dann regle ich hier. Ihr müsst dann auf den Ton hören. Bis zum nächsten Mal.